zwar, Christina, was du unter Seelenfamilie verstehst. Ob das Seelen sind, die eine ähnliche Mission haben, oder ja, was du darunter verstehst, oder Seelen, die zum gleichen Zeitpunkt aus der Quelle kamen, oder was ist Seelenfamilie für dich? Also wenn wir als Seele aus der Quelle kommen, dann landen wir ja an einem bestimmten Punkt im Universum. Also das muss nicht mal also ein Ort sein, der uns bekannt ist, weil das ist ja dann auf der feinstofflichen Ebene. Und dort ist der Ort, wo wir als Seele das erste Mal dann landen. Und bei jeder Seele ist das ein anderer Ort. Und das ist dann ja wie unsere geistige Heimat. Und bei dieser geistigen Heimat, da haben wir auch andere Seelen, die auch da sind und die wir dann auch über verschiedene Inkarnationen auch kennen und die energetisch eine ähnliche Ausrichtung haben wie wir. Ja, vielen Dank, Christina. Und ist es denn sehr unterschiedlich? Also manchmal trifft man ja Menschen, wo man das Gefühl hat, oh wow, kenne ich schon ganz lange. Sind es immer Menschen, die eigentlich dann aus dieser Seelenfamilie stammen? Also du meinst, wie man sie aus früheren Leben schon kennt? Also jetzt, wenn ich in dieser Inkarnation, ist es mir auch schon 2, 3 Mal passiert, dass mir jemand begegnet ist und ich fand, eigentlich schon mehrfach. Es ist, als hätte ich den Menschen schon ganz lang gekannt oder ist mir total vertraut. Würdest du denn sagen, man verbringt viele Inkarnationen hauptsächlich mit Menschen aus der Seelenfamilie oder muss das nicht sein? Also wir kennen ja ganz verschiedene Menschen und das sind eigentlich fast immer welche darunter, die zu unserer Seelenfamilie gehören. Das müssen wir aber nicht mal unbedingt bewusst bemerken. Also manche Menschen, die spüren das, aber andere bemerken das gar nicht. Das kommt aber auch gar nicht drauf an, weil wenn jemand von der Seelenfamilie ist, dann kommt er von dort. Manchmal sind sie in der eigenen Familie, manchmal sind es einfach Freunde, manchmal kennt man die von Anfang an und manchmal kommen sie erst zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Leben. Also das kann alles sehr verschieden sein. Und wie ist das, wenn wir sterben? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Also landen wir dann sozusagen wieder im Schoß unserer Seelenfamilie oder werden wir von der Seelenfamilie empfangen auf der anderen Seite? Wie siehst du das? Ja, also wir sind ja energetisch mit ihnen verbunden. Immer, auch während wir hier auf der Erde sind. Und die von unserer Seelenfamilie, die nicht inkarniert sind, die spüren das, wenn wir wieder zurückkommen. Also die wissen das und darum trifft man sich dann auch wieder. Also das ist ja eigentlich wirklich wunderschön und ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann, oder? Ja. Ja, und wenn wir in der geistigen Welt sind, dann erinnern wir uns ja wieder zurück. Also an das Wissen, was wir jetzt meistens nur im Unterbewusstsein haben, an unser seelisches Wissen. Und dann wissen wir auch wieder, mit der Seele,
da habe ich schon das und das gemacht und mit der Seele schon das und das. Das wissen wir dann alles. Oh, das ist dann sozusagen ein riesiges Wiedersehen und ist es ja eigentlich fast wie ein Wiedersehensfest oder kann man sich das so vorstellen und dass man dann so miteinander sagt, Mensch, toll, dass du wieder hier bist und weißt du noch, als wir das und das zusammen erlebt haben, läuft es dann so ab? Ja, also unter anderem sicher schon, ja. Und was meinst du mit unter anderem? Naja, das ist ja nicht das Einzige, was in der geistigen Welt halt los ist, gerade wenn wir von einer Inkarnation zurückkommen. Möchtest du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was dann los ist, wenn wir von der Inkarnation zurückkommen? Also eines, was dazugehört, ist, dass wir so unser Leben nochmals anschauen. Also auch vom Baby an. Also auch die Zeit, die wir ja meistens gar nicht bewusst in Erinnerung haben, während wir hier auf der Erde sind. Aber wenn wir in der geistigen Welt sind, dann haben wir eben all diese Erinnerungen. Auch die, die uns unbewusst sind in der Zeit, wo wir auf der Erde sind. Und dann schauen wir uns das an und zum einen lernen wir einfach auch daraus, weil wir dann ja weniger in unsere Muster verwickelt sind. Also wir haben da ja mehr Selbstreflexion. Und wir sehen, was haben wir uns vor der Inkarnation vorgenommen und wie war das denn, als wir auf der Erde sind. Also wir können das auch abgleichen. Und wir sehen auch, wenn wir jemandem was Gutes getan haben oder wenn wir jemandem geschadet haben, dann können wir das von der Position aus erkennen. Selbst dann, wenn wir das nicht verstanden haben, als wir auf der Erde waren. Weil wir auch die Gedanken und die Gefühle der anderen Menschen wahrnehmen, die wir in irgendeiner Weise beeinflusst haben, weil wir irgendwie was mit ihnen zu tun hatten. Also das ist, so ein Lebensrückblick ist viel mehr als nur, was man selber da gedacht hat und gefühlt hat. Das bezieht auch all die anderen mit ein, die mit einem irgendwie zu tun hat. Und was kannst du sagen, was eine Seele empfindet? Also wenn das zum Beispiel ein sehr gefühlloser Mensch hier in dieser Inkarnation war und vielen wehgetan oder geschadet hat, empfindet der dann Reue in dem Moment? Also die meisten, die verstehen dann schon, was da schiefgelaufen ist. Jede Seele hat ja auch ein eigenes Bewusstsein und darum auch eigene Lernprozesse. Also versteht nicht jede Seele gleich schnell das Gleiche. Aber ja, an sich schlussendlich schon. Und wie ist denn das jetzt bei Seelen? Du sagst ja, und man kann sich das auch gut vorstellen bei manchen Wesen, die einfach unfassbare Gräueltaten hier begehen, also dass die so abgeschnitten sind. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, man muss den bösen Wesen ja nur Liebe schicken und dann kommen die auch wieder zum Licht zurück. Aber du sagst ja, es gibt einfach Wesen, die haben sich so abgeschnitten von ihrer göttlichen Herkunft, dass das auch nichts mehr nützt. Die kommen auch nicht wieder zurück. Wie ist es denn, wenn ein solches Wesen oder so ein Mensch stirbt? Also, dass Liebe schicken nichts bringt, das hat ja damit zu tun, dass es ja am Ende die Entscheidung von diesem Menschen ist,
was er macht. Und wenn wir jetzt energetisch diesem Menschen etwas schicken, dann hat es ja mit ihm zu tun, ob er das annimmt, was er damit macht. Und wenn er in seinem Bewusstsein sehr weit von der Liebe entfernt ist, dann will er das ja gar nicht annehmen. Und darum, funktioniert das dann so nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jemanden irgendwo hinbewegen, dadurch, dass wir ihm was schicken. Und dann ist es auch nach dem Übergang, bleibt das dann so, wenn derjenige sich auf einer bestimmten Ebene, also ich kann fast gar nicht sagen auf der Seelenebene, denn eine Seele entscheidet sich, weil Seele ja Liebe ist, ne? Also eine Seele entscheidet sich ja immer eigentlich für die Liebe. Auf welcher Ebene ist es denn, dass jemand sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben? Also du meinst, wenn jemand schon den Körper verlassen hat? Mhm. Also es gibt Seelen, die verlassen ihren Körper und kommen dann schon in Kontakt mit dem Licht und können dann auch ihr Leben reflektieren. Und es gibt andere Seelen, bei denen funktioniert das nicht so. Also die kommen da nicht direkt in Kontakt mit dem Licht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie irgendwie bestraft werden oder dass sie irgendwie keinen Zugang mehr dazu haben, sondern einfach, weil sie auf so einer tiefen Ebene sich für was anderes entschieden haben, dass sie halt mit ihrem eigenen Bewusstsein auch ihre Realität formen, die sie dann haben, nachdem sie den Körper verlassen haben. Und wenn diese Wesen aber irgendwann sich für das Licht öffnen, dann bekommen sie da sofort Zugang. Also es hat darum am Ende immer nur mit uns selbst zu tun. Auch wenn wir unser Leben anschauen, dann steht da ja niemand und sagt, das war dumm und das war gut. Und das ist ja, da ist ja niemand, der uns irgendwie in Schubladen steckt, sondern wir sind es am Ende selbst, die das reflektieren und verstehen. Ja, ich glaube, das ist einfach so essentiell, dass wir verstehen, wir sind's. Fertig. Und das ist ja auch der Sinn dieses Satzes, wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben, oder?